Amen. Amen. We're in Revelation 14. Wir sind in Offenbarung 14 And the question that we posed was, when does the work of the third angel end? und die Frage, die wir uns stellen, ist, wann endet die Arbeit des dritten Engels? When we say when, I mean in reference to the verse numbers. Und wenn ich jetzt hier mit wann, über wann rede, dann meine ich, in welchem Vers endet der dritte Engel? So hopefully it's clear that it begins in verse 9 Ich, and at least goes to verse 12. ich hoffe, dass es deutlich ist, dass der dritte Engel in Vers 9 beginnt und mindestens bis Vers 12 andauert. And in verse 13, Und in Vers 13, it says that there's another voice in heaven that is heard. da heißt es, dass eine andere Stimme aus dem Himmel gehört wurde. So I don't know if we see that. Sehen wir das? I would contend Ich würde sagen, that the third angel ends in verse 12 dass der dritte Engel in Vers 12 endet and there's a new voice that's in verse 13, und dass in Vers 13 eine neue Stimme zu hören ist. separate and distinct from the third angel. Und das ist eine andere wie der dritte Engel. And then from verse 14, Und ab Vers 14, it speaks about what we ostensibly would call the second advent. ab Vers 14 spricht es über, was wir das zweite Kommen nennen würden. But in verse 14, at the last part of the verse, it speaks about Christ having a sharp sickle. Und am Ende von Vers 14 spricht es darüber, wie Christus eine scharfe Sichel in der Hand hält. And then if you drop down to verse 17, Und wenn wir zu Vers 17 gehen, there's another angel also having a sharp sickle. da sehen wir einen weiteren Engel, der auch eine scharfe Sichel in der Hand hält. So let's look at that. Also schauen wir uns das It's an. all here on the chart. Das haben wir hier auf der Karte. We have third angel. Wir haben den dritten Engel. We have Christ having a sickle. Wir haben hier Christus, der eine Sichel hält. And then we have another angel Dann haben wir hier diesen anderen Engel, who instructs this last angel der diesem letzten Engel Instruktionen gibt, to also do a work of harvest. der auch eine Erntearbeit vollbringt. So we have two beings, an angel and Christ, Somit haben wir zwei Wesen, Christus und einen Engel. and the relationship is that both of them have sickles to do a work of harvest, Und die Beziehung zwischen beiden ist, dass beide eine Sichel haben, um eine Ernte zu vollbringen. and both of them are being instructed. Und beide erhalten gewisse Anweisungen. I don't want to spend too much time in these verses, Ich möchte jetzt nicht allzu viel Zeit mit diesen Versen verbringen. but if we went to verse 10, Aber wenn wir zu Vers 10 gehen, it says, "The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture." und so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist. So it talks about drinking the wine of God's wrath. Es geht hier um das Trinken von Gottes Zorn. If we go to some of the later verses, Wenn wir zu einigen Versen danach gehen, if you go to verse 19, Vers 19, it says, "The angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine of the earth and cast it into the great winepress of the wrath of God." Vers 19. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kelter des Zornes Gottes. So both verse 10 and verse 19 talk about God's wrath. Also Vers 10 und Vers 19 sprechen beide über den Zorn Gottes. Verse 10 talks about drinking this wine. Vers 10 spricht darüber, wie dieser Wein getrunken wird. Verse 19 talks about a winepress. Und Vers 19 spricht nun über diese Weinpresse. So without going into the details of those verses, Also ohne jetzt in die Details dieser Verse zu gehen, we did this on Sabbath. das haben wir hier am letzten Sabbat betrachtet. For those of us who were here,
für diejenigen, die hier waren. Hopefully you'll remember that. Ich hoffe, dass ihr euch daran erinnert. For those of you who weren't, you can go and review that study. Für diejenigen, die nicht da waren, schaut euch diese Studien online an. We're going to create a chiasm, Wir werden hier einen Spiegel aufziehen, a balance, eine Waage, a mirror. ja, ein Spiegel. And we have two angels with sickles. Und wir haben hier zwei Engel mit Sicheln. One of them is Christ, Einer ist Christus, and one of them is this second angel. Und der Christ a- and the second angel. der andere ist eben dieser zweite Engel. Also Christus und dieser zweite Engel. When it speaks about this second angel, Wenn es nun über diesen zweiten Engel hier geht, talks about thrusting in his sickle and gathering in the grapes. That's verse 18. da heißt es, dass er seine Sichel auswerfen soll und die Trauben einbringen soll in Vers 18. It says that they're fully ripe. Es heißt, dass sie vollkommen zur Reife gekommen sind. And then once that's done, Und wenn das erledigt ist, all those grapes are going to be squashed in the winepress of God's wrath. dann werden all diese Trauben in die Weinpresse des Zornes Gottes hineingeworfen. So what I want us to see Was ich möchte, dass wir hier erkennen, when we think about this second angel wenn wir nun über diesen zweiten Engel nachdenken, is that he's harvesting wicked or bad people. ist, dass er schlechte oder böse Menschen erntet. So we're going to put bad here. Also werde ich jetzt hier schlecht hinschreiben. It's clear to see the context he's talking about something that's bad. Und der Kontext gibt uns das, dass es sich hier um etwas Schlechtes And if you handelt. come to Christ's story here, is the second angel? Not this second angel. Also es ist hier nicht die zweite Engelsbotschaft oder der zweite There's Engel. Christ, Hier ist Christus, the first angel der erste Engel of the harvest, von dieser Ernte. and then there's a second angel. Und dann gibt es eben noch einen weiteren oder einen zweiten Engel von dieser Not Ernte. the first and second angel's Es messages. geht hier nicht um die erste, zweite Engelsbotschaft. Aber Vers 10 spricht von dem dritten Engel. But verse 10 is talking about the third angel. Wenn er 10 und 19 I won't call it angel. If you compare 10 and 19. Also ich werde es jetzt hier nicht Engel nennen. I'll call it the first being Ich werde es jetzt das erste Wesen nennen and the second being. und das zweite Wesen. I won't even call it being. Ich werde es noch nicht mal Wesen nennen. I'll call it reaper. Ich werde jetzt hier Erntehelfer oder sowas oder Ernter nennen, If you're more comfortable with that. wenn das für euch besser ist. There are two reapers, Also es gibt hier zwei, die ernten, two sickles. zwei Sicheln. Do you agree with that? Könnt ihr damit übereinstimmen? I'm not talking about the third angel. Sorry? I'm not talking about the third Also ich angel. rede hier nicht über den dritten Engel. I'm talking about two people that have sickles. Ich rede hier über zwei Menschen, die einfach eine Sichel in der Hand halten. You okay with that? Ist das in Ordnung für euch? The second person with the sickle, the second reaper, Also diese zweite Person mit der Sichel, die erntet, he's going to reap bad people. er wird schlechte Menschen ernten. So I've got bad here. Und deswegen habe ich hier schlecht hingeschrieben. Are you okay with that? She wants to know if there's a Bible verse for that, For what? for your example. Die Verse, die wir gelesen haben. Revelation 14, verse 18. Offenbarung 14, Vers 18 ist der Bibeltext da dafür. An angel comes down from heaven. You reading verse 18? Yeah. Also lesen wir Vers 18. And he cries with a loud voice Und ein weiterer Engel kam vom Altar, der hatte Vollmacht über das Feuer, to another angel. und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte. And this other angel has a sickle. Okay, this is, I already read that. Okay. Different. This angel with the sickle Und dieser Engel mit dieser Sichel is the one that's in verse 17. ist der aus Vers 17. It says another angel Dort heißt es ein anderer Engel. having a sickle. Der andere Engel, der auch eine Sichel hatte. So I'm just going to
paraphrase verse 17 and verse 18. Also ich fasse hier einfach Vers 17 und Vers 18 zusammen. In verse 17, In Vers 17, there's an angel da gibt es diesen Engel, that's going to speak to this angel. also dieser Engel spricht zu diesem Engel. So this angel is going to say, Und dieser Engel sagt, do a work. vollbringe hier eine Arbeit. And this angel that does this work, Und der Engel, der diese Arbeit dann letztendlich tut, that says to do the work, Entschuldigung, der sagt oder der die Arbeit in Auftrag gibt, he's in heaven er befindet sich im Himmel and he speaks to an angel that comes out from heaven. und dieser spricht zu einem Engel, der vom Himmel herabkommt. Is that clear? Ist das deutlich? There are two angels. Es gibt zwei Engel hier. One of them is instructing Einer gibt Anweisungen and one of them is following orders. und der andere führt diese Befehle aus. The instruction Die Anweisung is go and reap, ist, geh und ernte. which is what this angel in 17 does. Und das ist das, was der Engel in Vers 17 tut. Who's not clear? Wem ist das jetzt nicht klar, deutlich? Everyone's clear. Also jedem ist das klar. So there's an angel in heaven. Also wir haben hier den Engel im Himmel He talks to an angel who has a sickle und er spricht zu einem Engel, der eine Sichel hat. and he says, go and do a work on earth, Und er sagt, geh auf die Erde und mach deine Arbeit. which the angel does. Das macht der Engel. He comes down to earth. Er geht auf die Erde. He reaps all the grapes. Dort erntet er die ganzen Trauben. Those grapes are a symbol of wicked people Und diese Trauben sind ein Symbol für die bösen Menschen. because when he stamps upon the grapes, Denn wenn er auf die Trauben drauf this is a symbol of God's wrath. ist das nämlich ein Symbol für Gottes Zorn. Are we all okay with that? Ist das für euch in Ordnung? Bad people, Also hier haben wir die schlechten Leute. the harvest of the bad Das ist die Ernte der Bösen or the wicked. oder der Schlechten. In another story, we might call them tares, but they're not tares here, they're grapes. In einer anderen Geschichte mögen wir sie vielleicht Unkraut nennen, aber in dieser Geschichte ist es nicht Unkraut, sondern es sind Trauben. So we come back to verse 15. Gehen wir zurück zu Vers 15. This is a story of an angel coming, Hier geht es um einen Engel. and this angel is going to instruct Jesus. Hier geht es um einen Engel, der Christus Instruktionen gibt. And he's going to say, put in your sickle and reap, for the harvest of the earth is ripe. Und dieser sagt, sende deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntes ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde überreif geworden ist. So in verse 15 it says the harvest is ripe, In Vers 15 redet es davon, dass die Ernte reif ist. and in verse 18 it says that the grapes are ripe. Und in Vers 18 heißt es, dass die Trauben reif sind. Die Beeren. 15 harvest, 18 grapes. In Vers 15 haben wir die Ernte und in Vers 18 haben wir die Trauben oder Beeren. Now, we're not going to do a deep study on this, Also wir werden das jetzt hier nicht tief ausführen, but these are these grapes. aber hier haben wir diese Trauben. If these are the grapes, Wenn das hier diese Trauben sind, what is the harvest? was ist dann die Ernte? I'm saying the harvest is grain. Ich sage, dass die Ernte Getreide ist. So you've got grain being harvested and the vines being harvested. Also wir sehen, dass hier Getreide geerntet wird und wir sehen auch, dass der Wein geerntet wird. It doesn't say it in the verse, Das sagt es jetzt hier nicht im Vers, but the information is all there if you were to look in other places in the scriptures. aber diese Information können wir finden, wenn wir an anderen Bibelstellen nachschauen würden. If this was wine, Wenn das eine hier der Wein what darstellt, would this be? was wäre denn dann das andere? Wine and Also Wein und bread. Wein und Wine Brot. and bread. Wein und Brot. Jesus, his flesh and his Jesu, blood. Jesu Fleisch ist, und Blut. So it's not difficult to see that if this is a symbol of wine, that this would be a symbol of bread, and bread is produced from wheat. So Also you it- have grapes
and wheat. That was a bit long. But can you repeat that? It was too long. So if this is grapes, Also wenn das hier die Trauben sind, which produces wine, aus denen Wein gewonnen wird, then this would be a symbol dann wäre das ein Symbol of bread, für Brot, which is produced from wheat. das aus Getreide gewonnen wird. So when it says harvest, this is a grain harvest, and this is the harvest of the cluster Also or the vine. wir haben hier einmal die Ernte für das Getreide, für das Brot und einmal für die Trauben. This imagery is found in the Old Testament when harvest time comes. Dieses Bild wird sehr häufig im Alten Testament genutzt, wenn es um Ernte geht. So if all of this is bad, Wenn all das hier schlecht ist, what must this harvest be? was muss denn dann diese Ernte sein? Has to be the harvest of the good. Es muss die Ernte der Guten sein. You know that Das weißt du just from the parable of the wheat and tares. Das kennst du oder weißt du aus dem Gleichnis der Weizen und Unkraut. The field is the world, Der Acker ist die Welt which is where these angels are coming to. und dorthin gehen ja die Engel. And once both plants have come to maturity, Und ab dem Zeitpunkt, wenn beide Pflanzen zur Reife gewachsen sind, you have the harvest. dann kommt die Ernte. In Matthew 13, it's the harvest of the wheat and the tares, the good and the bad. In Matthäus 13 ist es die Ernte der Guten und Schlechten, also Weizen und Unkraut. The imagery is different here. It's wheat and grapes, but it's the same concept. Hier ist das Bild etwas anders. Es ist Weizen oder Getreide und Trauben, aber das Prinzip ist das gleiche. If you go to Revelation 14, the third angel's message, Wenn wir nun zur Offenbarung 14, zur dritten Engelsbotschaft gehen, we read verse 10. da haben wir Vers 10 gelesen. There's a warning not to receive the mark of the beast. Da gibt es die Warnung, dass man das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen sollte. Verse 9. Das sind Vers 9. If you do, Ja. what will you receive? Wenn du es aber annimmst, was erhältst du dann? God's wrath. Dann erhältst du Gottes Zorn. So, who is God's wrath poured upon? Über wen wird denn nun Gottes Zorn ausgegossen? Good people or bad people? Über die Guten oder die Schlechten? Bad people. Über die Schlechten. So, here you have bad people. Also auf dieser Seite haben wir nun auch Schlechte. Began in verse 9, Und das sehen wir ab Vers 9. went into verse 10, Und dann in Vers 10 and verse 11 und in Vers 11. tells you what happens to their bodies. Da wird uns mitgeteilt, was denn mit ihren Körpern geschieht. When their bodies are burnt, Wenn ihre Körper verbrannt werden, the smoke of their torment rises forever. da wird die Qual der Rauch ihrer Qual für ewig aufsteigen. Ends with talking about the people who receive the mark of the beast. Und hier geht es um die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. These bad people begin in which verse? Diese schlechten Menschen beginnen in welchem Vers? 9, 9. ending in verse Und es endet in 11. Vers 11. Can we see some missing information? Sehen wir hier ein paar fehlende Informationen? What's missing? Was fehlt denn hier? I don't mean the verse numbers. Ich meine jetzt nicht die Versnummern, sondern The good. hier fehlen die Guten. The good people are missing. Die Guten fehlen hier. These are identified in verse 12. Und diese werden in Vers 12 identifiziert. Those people who fail and those people who pass the third angel's message. Jene, die die dritte Engelsbotschaft bestehen und jene, die durchfallen. When it comes to the second angel's message, Wenn wir über die zweite Engelsbotschaft reden, what's the wording of the second angel? wie ist denn da die Wortwahl des zweiten Engels? What's the wording of the second angel? Wie wird das ausgedrückt? So the answer is it depends. Die Antwort ist, es kommt drauf an. Because we could say, Wir könnten nämlich sagen, the first angel says, fear God. der erste Engel sagt, fürchte Gott. Second angel says, Der zweite Engel sagt, give him gib ihm glory. Ehre. So the second message is giving God glory. Die zweite Engelsbotschaft ist also, Gott die Ehre zu geben. If you go to John 16, verse 8, Würden wir zu Johannes 16,
Vers 8 gehen, the second message is what? dort wird die zweite Botschaft wie ausgedrückt. Be, John 16, verse 8. The second message says, be Also der zweite in Vers 8, Johannes 16 heißt es, be what? sei was? Be righteous. Sei gerecht. Sin, righteousness, judgment to come. Sünde, Gerechtigkeit und das kommende Gericht. So the second angel Der zweite Engel, has two statements to make. der zweite Engel hat zwei Aussagen zu treffen. If you do well, Wenn du dich gut anstellst, you're a glorious person, righteous. dann bist du eine gerechte, verherrlichte Person. If you do wrong, Wenn du dich verkehrt verhältst, you fall into Babylon. dann fällst du in Babylon. So it's not a surprise that the third angel has two people. Es ist somit auch keine Überraschung, dass der dritte Engel mit zwei Menschen hier hat, Because the second does as well. weil der zweite das gleiche hat. The reason why this becomes important for us to see, to understand, Der Grund, warum das wichtig wird, dass wir das erkennen und verstehen, besides the fact that it's a nice chiasm, neben der Tatsache, dass es hier eine schöne Struktur ist, is the fact that there are people who accept and reject the third angel. That's easy to see. es ist einfach zu sehen, dass es Menschen gibt, die den dritten Engel annehmen bzw. ablehnen, Without even discussing the characteristics, the premier characteristics of the good, Wir haben da noch nicht mal die Eigenschaften der Guten oder die hauptsächlichen Eigenschaften der Guten diskutiert. what is the premier characteristic? Was wäre denn so eine Haupteigenschaft der Guten? Verse 12. Vers 12. Premier characteristic. Eine wichtige Eigenschaft. The words doesn't say righteousness. Die Werke, they keep the commandments of God. Just before that in the English, maybe it's transposed in the German, Also kurz davor, zumindest im Englischen. talks about the patience. Es spricht hier über das Ausharren. So there's some patience that's required to be part of this group of people. Also es geht hier wohl um eine gewisse Geduld, um Teil der Heiligen zu sein. Here is the patience. Here are they that keep the commandments of God. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. The important point I want us to see Ein wichtiger Punkt, den ich möchte, den wir erkennen, is a couple of them. First of all, that this is based upon an agricultural model. also zum einen, das hier basiert auf einer landwirtschaftlichen Modell. We can all see that. Das können wir Hopefully. erkennen. If we can see that, Wenn wir das sehen können and we have verse 13 here, und es sich hier um Vers 13 handelt, verse 13 Vers 13, begins by what statement? Vers 13 beginnt mit welcher Aussage? I heard another voice. Ich hörte eine andere Stimme. So the third angel Der dritte Engel, has finished its statement, der seine Aussage zum Ende gebracht hat, then a new angel begins to speak. und dann beginnt ein neuer Engel zu sprechen. And this period of time, this dispensation, what do we call this? Und diese Zeitperiode oder diese Dispensation, wie nennen wir diese? Harvest. Wir nennen diese Ernte. In this particular artwork, it shows it in two steps, Und speziell in diesem Bild hier zeigt es uns die Ernte in 2 Schritten. but that's the harvest. Aber es geht hier um die Ernte. What comes before the harvest? Was kommt denn vor der Ernte? In context of our story. Im Kontext unserer Geschichte hier. What is this? Was stellt das hier dar? The third angel's message. Es kommt die dritte Engelsbotschaft. So the third angel's message comes before harvest. Die dritte Engelsbotschaft kommt somit vor der Ernte. It does not extend into the harvest. Sie reicht nicht bis in die Ernte hinein. It's not part of the harvest. It precedes the harvest. Sie ist auch nicht Teil der Ernte, sondern sie geht der Ernte voran. If we can see that. Können wir das sehen? It says, Es heißt, if you are good, wenn du gut bist, what do you need to have? was musst du denn dann haben?
Patience. Du musst Geduld haben. Why would you need patience? Warum brauchst du denn dieses standhafte Ausharren? Why would you need patience if you were here? Für was brauchst du das, wenn du dich hier befindest? You don't need any patience, do you? If you're hard up onto the harvest, Sorry? if you're very close to harvest, Wenn du hier kurz vor der Ernte bist, hard up to it, you don't need patience, do you? dann brauchst du doch keine Geduld mehr, oder? Because it's just tomorrow. Denn die Ernte könnte ja morgen sein. When would you need patience? Für was brauchst du denn dann die Geduld? Maybe tarrying time. Vielleicht eine Zeit des Verzugs? At least sometime before harvest. Zumindest einen gewissen Zeitraum vor der Ernte. So you can already see in the verse Wir können also alle in dem Vers erkennen, that the work of the third angel dass das Werk des dritten Engels occurs before harvest, not in the harvest, vor der Ernte auftritt und nicht in der Ernte. and it also requires a level of patience. Und es bedarf eines gewissen Maßes der Geduld. Before the harvest begins. Und zwar bevor die Ernte beginnt. Have you heard of a story or a Bible passage that talks about having patience? Könnt ihr euch an einen Bibelvers oder eine Bibelgeschichte erinnern, wo es um Geduld geht? Before the harvest. Und zwar Geduld zu haben vor der Ernte. My sister said many. What did my sister say? Many. Ja, es gibt viele Geschichten, sagt ja eine Schwester. I want you to go to my story, Ich möchte aber hier zu meiner Geschichte gehen. Matthew 13. Und zwar Matthäus 13. Verse 28. Matthäus 13, Vers 13, 28. 28. Matthäus 13, 28. The servants Die Knechte, are impatient. sind ungeduldig. They say, Sie sagen, or the householder says, oder der Hausherr sagt, Matthäus 13, he said unto 28. them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? Matthäus 13, 28. Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? They're impatient. Sie sind ungeduldig. What does the householder say in verse 29? Was sagt denn jetzt der Hausherr in Vers 29? He says, no. Er sagt, nein. What do you need to be? Was müsst ihr sein? Patience. Ihr müsst geduldig You sein. need to be patient Ihr müsst geduldig sein and let them grow together. und sie gemeinsam aufwachsen lassen. Verse 30. In Vers 30. Let them both grow together. Be patient. Lasst beides miteinander wachsen und seid geduldig. So we can glean a lot from these verses. Wir können aus diesen Versen hier sehr viel herausholen. If we take all of this, Wenn wir all das hier nehmen würden, this model that we have just created, also dieses kleine Bild, was wir hier kreiert haben, and when I asked what's going on here, und wenn ich nun frage, um was es sich hier handelt, and I wanted to put the third angel, und ich hier den dritten Engel markieren würde, most of you dann würden die meisten, said latter rain, da haben die meisten gesagt, dass hier der dritte Engel, der Spätregen kommt. which of course is the correct answer. Und natürlich ist das eine richtige Antwort. So if you take this Wenn du das hier nimmst and bring it into this agricultural model, und in dieses Modell der Landwirtschaft überträgst, we have harvest. da haben wir hier die Ernte. We know it's in 2 steps. Und wir wissen, dass diese Ernte in 2 Schritten ist. We have the latter rain. Hier haben wir den Spätregen. Obviously, we'd have the former rain then. Davor haben wir den Frühregen. And then we'd have the ploughing. Und dann haben wir noch das Pflügen. So we can already create this model now. Also wir können all dieses Modell kreieren. And what we notice Und was wir erkennen, is that the third angel's message ist, dass die dritte Engelsbotschaft is here sich hier befindet. before harvest. Und zwar vor der Ernte. And the reason why this is significant is because these models have not been taught this way in the past. Das ist wichtig, weil
so in der Vergangenheit nicht gelehrt wurde. We've incorrectly taught. Wir haben unrechtmäßig gelehrt. We've incorrectly taught many things. Nebenbei, das haben wir häufig getan. One of them, Eins davon, that the third message is a litmus test. dass der dritte Engel quasi ein Lackmustest ist. Inferring that it's a point. Und damit bezieht sich, dass es sich hier um einen Zeitpunkt handelt. It's absolutely clear that it's not, Und es ist sehr deutlich, dass das nicht so ist. because the servants in Matthew 13 require patience. Denn in Matthäus 13 wird von den Dienern Geduld verlangt. It tells you to have patience in Revelation 14. In Offenbarung 14 wird gesagt, dass Geduld vonnöten ist. And if the third message was a point in time, which point would it be? Wenn die dritte Engelsbotschaft ein Zeitpunkt wäre, welcher Zeitpunkt wäre es denn dann? Would it be this one, or Der this hier? one, or one in between? Oder der am Ende oder einer mittendrin? The reason why this becomes significant is the way our lines were constructed. Der Grund, warum das wichtig ist, ist wegen der Art und Weise, wie unsere Linien aufgezeichnet wurden. It was not done well. Und das wurde nicht gut gemacht. Now, if this was a problem of a few years ago, that would be one thing. Wenn das nur ein Problem von vor ein paar Jahren gewesen wäre, das wäre eine Sache. But even as of only a few weeks ago, Aber selbst auch vor ein paar Wochen noch one of the followers of Future for America hat einer der Nachfolger von Future for America are still teaching lehrt immer noch, that we're to expect the latter rain in our history dass wir in unserer Zeit den Spätregen erwarten dürfen. after November the 9th, 2019. Nach dem 9. November 2019. They're still expecting the latter rain to be poured out. Sie gehen immer noch davon aus, dass der Spätregen ausgegossen wird. And all this is a legacy of the bad teaching that's happened in our movement in the past. Und all das ist ein Erbe der schlechten Art des Lehrens in der Vergangenheit in dieser Bewegung. Now, this modeling is not new. We've known this for the last 3 years, but there's been very little acceptance of it. Diese Struktur, diese Art des Lehrens ist nicht neu. Das haben wir bereits seit 3 Jahren, aber es findet nicht großen Anklang. The reason why there's been so little acceptance Und der Grund, warum es nicht angenommen wird, by the vast majority of the movement, also von der Mehrheit der Bewegung, is because most of the teachers did not accept these issues or these points. ist, weil die meisten Lehrer diese Punkte nicht angenommen haben. But it's really clear to see. Aber es ist sehr deutlich zu erkennen, Now, if you don't believe this, also wenn du das nicht glaubst, let me direct you to a Spirit Prophecy quote. dann lasst mich zu einem Zitat verweisen. It's taken from the Great Controversy, Es kommt aus dem großen Kampf, chapter 39, Kapitel 39, page 600 and... 14. Oh, sorry. (613), paragraph 2. Also großer Kampf, Seite 613, Absatz 2 im Englischen. So page 613. Paragraph 1 Und Absatz 1 is just a quote of Daniel chapter 12, verse 1. ist, der erste Absatz ist der Bibelvers Daniel 12, Vers 1. At that time, Michael shall stand up, Zu dieser Zeit wird Michael aufstehen and there shall be a time of trouble. und da wird es eine Trübsalzeit geben. Where is that point? Wann haben wir denn diesen Punkt? What's the time of trouble Wann ist diese Zeit der Trübsal? that follows Michael standing up? Diese Zeit der Trübsal, die dem Aufstehen des Michaels folgt. Nach der Ernte? After harvest, anyone else? Noch jemand anders? If I were to call it Jacob's time of trouble, Also wenn ich das jetzt hier Jakobs Zeit der Trübsal nenne, if I were to call it the 7 plagues, oder die 7 Plagen, would you be comfortable with that? wäre das für euch besser? You should be, hopefully. It's not. Es sollte für euch besser sein. This is hoffe ich. just standard Adventist teaching. It's nothing Das radical. ist standard-adventistisches Lehren. This period of time
that we call the harvest Also diese Zeitperiode, die wir die Ernte nennen, is referred to in other places as Jacob's time of trouble, the 7 plagues. ja, also wo wir auch in der anderen Stellen der Bibel Jakobs Zeit der Angst nennen oder 7 Plagen. And this would be Daniel 12:1, Das hier wäre Daniel 12, Vers 1. which we understand is the close of probation. Und das ist das Ende der Gnadenzeit. No surprises there? Gibt es hier Probleme? Daniel 12,1 sehe ich ja so, dass sich praktisch Jesus aufmacht. So I see, Also das ist genau die Zeit, wo diese Fragen da oben steht. so I see Daniel 12:1 as the place where Jesus stands up and where the plague starts. That's correct. It says in the verse, at that time shall Michael stand up, Im Vers heißt es, also Daniel 12,1, zu dieser Zeit wird Michael aufstehen and there shall be a time of trouble. und dann wird es eine Zeit der Trübsal geben. Michael stands up, Also Michael steht hier auf, probation closes, die Gnadenzeit endet the plagues begin, und die Plagen the beginnen. time of trouble. Es ist diese Trübsalzeit. Yeah. So, after quoting that verse, Nachdem nun dieser Vers zitiert wurde, Ellen White says this. sagt Ellen White nun Folgendes. I'm going to miss the first part of the sentence. Also den ersten Teil des Satzes lasse ich jetzt aus. Michael has stood up, Michael ist aufgestanden and Revelation 22, verse 11 is fulfilled. und which verse? 22, Und Offenbarung 22, Vers 11 erfüllt sich. verse 22, 11. Sorry, chapter 22, verse 11. Ja. If you're righteous, you'll stay righteous. Wenn du gerecht bist, bleibst du gerecht. If you're unrighteous, you stay Und unrighteous. wenn du böse bist, bleibst du böse. If you're good, you stay good. If you're bad, you stay bad. Wenn du gut bist, bleibst du gut. Wenn du böse bist, bleibst du böse. Then, Dann, once you've made the assessment, Assessment, when you assess something, assessment. Once you've analyzed or made a okay. conclusion, Also wenn du dann das untersucht hast und zu deiner Entscheidung gekommen bist, when you've checked people's examination, ja, wenn Ja. du die Menschenleben quasi überprüft hast, so once everything's been sorted out, also nachdem jeder Fall entschieden wurde, you can come to earth dann kommst du auf die Erde with the reward. mit deiner Belohnung. The reward for the good and the reward for the bad. Dann kommst du mit der Belohnung für die Guten und auch die Belohnung für die Bösen. Already determined here. Und das wird alles an dieser Stelle festgelegt. So we understand the point where we are, the waymark that we're at. Also wir verstehen hier, an welcher Wegmarke wir uns befinden. And now I'm going to go back to the beginning of the sentence. Also jetzt kommt der Anfang dieses Satzes. When the third angel's message closes, Wenn die dritte Engelsbotschaft zu Ende geht, mercy no longer pleads for the guilty inhabitants of the earth. wird die Gnade nicht länger für die schuldigen Einwohner der Erde Fürbitte einlegen. I'm going to paraphrase that. Und jetzt werde ich das zusammenfassen. When the third angel's message finishes, Wenn die dritte Engelsbotschaft zu einem Ende kommt, then there will be no more mercy. dann wird es keine Gnade mehr geben. Here's the third angel's message. Hier haben wir die dritte Engelsbotschaft It's going through history. und sie geht hier durch die Geschichte hindurch. When it comes to its end, Wenn sie zum Ende kommt, then dann there's no more mercy. gibt es keine Gnade mehr. So Ellen White's telling us, Und Ellen White sagt uns hier, in agreement with the model that we developed here, und in Übereinstimmung mit dem Modell, das wir hier aufgezeichnet haben, third angel's message closes at the close of probation. It ends there. dass die dritte Engelsbotschaft am Ende der Gnadenzeit endet oder zum Abschluss kommt. Third angel's message does not go into harvest. Die dritte Engelsbotschaft geht nicht über in die Ernte. We've known about this for 3 years, Das wissen wir jetzt seit 3 Jahren. but there are still leading teachers, Aber es gibt immer noch führende Lehrer well, at least people who follow FFA, still do not accept this. oder zumindest diejenigen, die FFA folgen, die das nicht akzeptieren. So we went through
a framework to prove this, Also wir sind hier durch ein Rahmenwerk hindurchgegangen, um das zu beweisen. to the Bible. Also die Bibel. We went to the spirit of prophecy, Wir sind auch zum Geist der Weissagung gegangen, in the great controversy. im großen Kampf. We can go to another book now, Und jetzt können wir auch noch zu einem anderen Buch gehen, early writings. frühe Schriften. You'll see the same dynamic. Dort werden wir das gleiche Zusammenspiel sehen. In early writings, In frühe Schriften we'll go to page 279, paragraph 1. Frühe Schriften, Seite 279, erster Absatz im Englischen. Before we read from here, Bevor wir lesen, someone asked me, hier hat mich jemand gefragt, before we started, bevor wir hier angefangen haben. they said, can I remind you of something? Die Frage war, kann ich dich an etwas erinnern? I said, of course, because I normally forget. Und dann sage ich natürlich, ich vergesse auch Dinge. They said, don't forget to do vow 21 and vow 24. Und dann sagte jemand, vergesst bitte nicht, Gelübde 21 und 24 zu behandeln. They thought I'd forgotten. Und sie haben gedacht, dass ich das vergessen habe. I said, I'll get there. Ich habe gesagt, ja, ich komme noch dazu. Because it's important Denn es ist wichtig, to understand how we get there. was wichtig ist, zu verstehen, wie wir zu unseren Schlussfolgerungen gelangen. I know my stories are long, Und ich weiß, meine Geschichte ist lang, but I want you to try and keep up. aber ich versuche, hinterherzukommen. So this becomes important. Also hier, das wird nun wichtig. If you go to early writings, we're not going to particularly read any passages. Also würden wir zu frühen Schriften gehen, wir möchten jetzt nicht hier irgendwelche speziellen Abschnitte lesen. You'll have heard both myself and Elder Tess do this short study many times now. Und ihr habt bestimmt schon von mir und auch von Tess gehört, dass wir hier über dieses Studium geredet haben, häufig. Early writings is a compilation. Frühe Schriften ist eine Zusammenstellung. The last part of the book is just a straight copy from another book called Spiritual Gifts Volume 1. Und der letzte Teil des Buches ist einfach nur eine Kopie eines anderen Buches, nämlich Geistliche Gaben, der erste Band. In Spiritual Gifts Volume 1, Und Geistliche Gaben, der erste Band, 1SG, also englische Kürzel ist 1SG, is the same book ist das gleiche Buch as the Great wie Controversy. der große Kampf. They're the same book. Sie sind das gleiche Buch. One of them is about 5 times thicker than the other. Einer ist nur ungefähr 5-mal dicker, ein Buch ist ungefähr nur 5-mal dicker wie das andere. So this is a cut down version. Also das hier ist eine Kurzfassung. Now when I say the Great Controversy, Wenn ich jetzt nun hier großer Kampf it's sage, not technically correct dann ist das technisch nicht ganz korrekt, because spiritual gifts denn geistliche Gaben is actually a mini version of all the 5 books or the Conflict of the Ages series. ist in Wirklichkeit eine Zusammenfassung von der Entscheidungsserie, also von all den 5 Büchern. So we could technically write Ich könnte hier also schreiben, Patriarchs and Prophets, Patriarchen, Propheten, Prophets and Kings, Propheten und Könige, Desire of Ages, Leben Jesu, Acts of the Apostles, and the Wirken Great der- Controversy. Wirken der Apostel und großer Kampf. That's what this one book is. Das hier ist alles in dem einen Buch beinhaltet. It begins where Patriarchs and Prophets begin, Es beginnt an dem Punkt, wo Patriarchen und Propheten beginnt, the fall of Satan, nämlich dem Fall Satans. and it ends where the Great Controversy ends at the second death. Und es endet da, wo auch der große Kampf endet, nämlich am zweiten Tode. And it's all in chronological order. Und alles wird chronologisch aufgelistet. This is one of the most fundamental books that we need to read and understand. Das ist eines der grundlegendsten Bücher, die wir verstehen und lesen sollten. Around halfway into that book, Ungefähr in der Hälfte dieses Buches Ellen White gets to the Millerite history. schreibt Ellen White nun über die Miller-Geschichte. After dealing with the Millerite history, Und nachdem sie über die Miller-Geschichte gesprochen hat, she gets to the chapter da kommt sie zu dem Kapitel, called The Sanctuary. welches mit das Heiligtum überschrieben ist. This is 22nd of October 1844, Und auf der Linie wäre das hier der 22. Oktober 1844. page 250, Und das ist auf Seite 250, Absatz 1 im Englischen. first sentence. Der erste Satz. I was shown the grievous disappointment of the people of God
that they did not see Jesus at the expected time. Mir wurde die enorme Enttäuschung des Volkes Gottes gezeigt, weil sie Jesus nicht zur erwarteten Zeit gesehen haben. They're disappointed on October 22nd. Sorry? They're disappointed on Okay. October. Und enttäuscht sind sie am 22. Oktober 1844. Next paragraph. Nächster Absatz. Jesus sent his angels to direct the minds of the disappointed ones to the most holy place. Jesus sandte seine Engel, um den Verstand oder seine Enttäuschten anzuleiten, und zwar in das himmlische Allerheiligste zu schauen, in das er hineingegangen war, um das Heiligtum zu reinigen. So this is standard information that we should all be familiar with. Also das hier ist Standardwissen, mit dem wir alle vertraut sind. October 22nd, 1844, Christ goes into the most holy place. He does not come to earth. Am 22. Oktober ist Christus in das himmlische Allerheiligste eingegangen und nicht auf die Erde gekommen. It says that angels come to direct the minds of the people. Es heißt, dass Engel beauftragt wurden, die Menschen auf der Erde anzuleiten. Next chapter. Nächstes Kapitel. The third angel's message. Das nächste Kapitel heißt die dritte Engelsbotschaft. She's going to repeat what she's spoken about in the previous chapter. Sie wiederholt das, was sie im vorangegangenen Kapitel gesagt hat. So what she does is she gives a perspective of a history. Sie gibt hier also eine Perspektive einer Geschichte She calls it the sanctuary. und diese Geschichte nennt sie das Heiligtum. It's the history of October 22nd. Es ist die Geschichte ab dem 22. Oktober. Then she gives a different perspective of the same history. Und dann gibt sie eine andere Perspektive von der gleichen Geschichte. It's called the third angel's message. Und diese ist überschrieben mit die dritte Engelsbotschaft. Let me go back to the sanctuary. Wir gehen zurück zu der Heiligtumsgeschichte. The people are disappointed. They don't see Jesus coming. Die Menschen sind enttäuscht, weil sie Christus nicht wiederkommen sehen. Jesus told the disappointed ones that he was to be found in the most holy place, Und Jesus sagt den Enttäuschten, dass er im Allerheiligsten gefunden werden würde, where he's gone to cleanse the sanctuary. wo er nämlich hingegangen ist, um das Heiligtum zu reinigen. Now she says, Und jetzt in der dritten Engelsbotschaft-Geschichte sagt sie, page 254, paragraph 1, Seite 254, Absatz 1 im Englischen. as the ministration of Jesus closed in the holy place, and he passed into the holiest and stood before the ark containing the law of God, he sent another mighty angel with a third message to the world. Als der Dienst Jesu im Heiligen, also im himmlischen Heilig, zu Ende ging und in das Allerheiligste überging und vor der Bundeslade, die das Gesetz Gottes beinhaltete, stand, sandte er einen anderen heiligen Engel mit der dritten Botschaft zu der Welt. So, this is the same event, Das hier ist also das gleiche Ereignis, the same waymark dieselbe Wegmarke, that we just spoke of in the sanctuary story. über die wir gerade eben in der Heiligtumsgeschichte gesprochen haben. We're going to go down a few chapters. Wenn wir ein paar Kapitel weitergehen würden, The loud cry, dieses Kapitel heißt der laute Ruf, and then und dann the third message closed, kommt das Kapitel, die dritte Engelsbotschaft endet. page 279. Und hier sind wir jetzt auf Seite 279 Absatz 1 im Englischen. I was pointed down to the time when the third angel's message was closing. Mir wurde die Zeit gezeigt, als die dritte Engelsbotschaft zu Ende ging. The power of God had been upon his people. Die Macht Gottes ruhte auf seinem Volk. They had finished their work. Sie haben ihre Arbeit vollendet. When do we finish our work? Wann beenden wir denn unsere Arbeit? Close of probation. Am Ende der Gnadenzeit. The work is all finished. An diesem Zeitpunkt ist die Arbeit vollendet. After the work is finished, Nachdem die Arbeit vollendet ist, they were now prepared, ready da waren sie dann vorbereitet, for the trying hour before them. da waren sie vorbereitet für die Stunde der Versuchung, die vor ihnen lag. The trying hour means the testing hour. Die Stunde der Versuchung bedeutet die Zeit für den Test. What's the testing hour? Was ist denn dieser Test? The hour that will try you. Also dieser Zeitpunkt, der dich testen wird. It's this one here. Es ist der hier.
Jacob's time of trouble, Es ist die Zeit der Angst im Jakob. the time that you will be tried. Es ist die Zeit, in der du überprüft wirst. 279 paragraph 1. Das ist frühe Schriften, Seite 279, Absatz 1 im Englischen. They had already received the latter rain, Sie haben bereits den Spätregen empfangen and the living testimony had been revived. und das lebendige Zeugnis wurde erweckt. The last great warning had sounded everywhere. Und die letzte große Warnung wurde überall gehört. So we'll stop there Und hier stoppen wir on that point. für diesen Punkt. So we've got Spirit of Prophecy quotes now. Also wir haben jetzt hier Zitate vom Geiste der Giving you Weissagung. two. Sorry? I've given you two. Also ich habe euch zwei gegeben. One from the great controversy, one from spiritual gifts. Eins vom großen Kampf und eins von geistlichen Gaben, That confirm this model die dieses Modell hier bestätigen. and therefore confirm this model. Und somit auch dieses Modell bestätigen. Now, the problem is Das Problem this artwork here. ist, dass diese Zeichnung, What you allowed me to do, also ihr habt mir gestattet mit dieser Zeichnung, or maybe you didn't allow me, but you didn't want to say anything, vielleicht habt ihr es mir nicht gestattet, aber ihr wolltet einfach nicht sagen, was this. ist, dass ihr habt mir Folgendes gestattet, dass ich Folgendes tun machen kann. What gave me the license to do that? Was gab mir die Erlaubnis, das hier zu tun? To specify where the star of the third angel would be. Was gibt mir die Erlaubnis zu definieren, wann der Beginn des dritten Engels ist? And this is where things begin to become complicated. Und jetzt fängt es an, ein bisschen komplizierter zu werden. I don't know if we all agree on this. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle hier übereinstimmen. Maybe have a vote, I don't know. Ich weiß nicht, sollen wir wählen oder sollen wir abstimmen? Does the third angel's message begin to do its work here at the beginning of the latter rain? Der dritte Engel beginnt seine Arbeit zu Beginn des Spätregens. Do we believe that? Glauben wir das? So, some people are nodding, Norden ist. Manche nicken. assenting to that. Ja, das glauben wir. So, if that's the case, Wenn das der Fall ist, then what I want to do dann möchte ich Folgendes jetzt tun. is have 3 a.m., third angel's message, Also ich habe hier die dritte Engelsbotschaft. and what we want to know Und was wir jetzt wissen wollen, is when does 3a happen? wann kommt denn wann ist denn hier dieser dritte Engel? That says third angel's message, Das hier bedeutet dritte Engelsbotschaft. and that says Und das bedeutet? the arrival of the third. Das bedeutet die Ankunft des dritten Engels. So I've changed what the A means. Sorry? I've changed what the letter A Also means. ich habe jetzt hier verändert, was das A bedeutet. It means angel, it means arrival. Also einmal bedeutet das A Engel und einmal Ankunft. It's just nomenclature that we chose to use. Also das ist hier einfach eine Gewohnheit, die wir gewählt haben, so zu nutzen. Are we okay with that, using 3a? Ich hoffe, dass das für uns okay ist, dass wir hier 3a nutzen. Yeah? So, if you agree that this is where the third angel's message begins, Wenn du nun damit übereinstimmst, dass das hier der Punkt ist, wo die dritte Engelsbotschaft beginnt, then what would that waymark be? was wäre dann hier diese Wegmarke? 3, 3, 3, A. 3a. That would be 3a. Das hier wäre 3a für Ankunft. That's what you're agreeing to if you believe that. Wenn du daran glaubst, dann ist das, wo du zustimmst. Now, Für if zustimmst. you're new to the movement, perhaps you don't appreciate. Sorry? If you're new, perhaps you don't appreciate Also wenn du jetzt neu in dieser Bewegung bist, dann ist dir das vielleicht noch nicht so geläufig. the arrival and the empowerments of messages. Da ist dir vielleicht noch nicht so geläufig, dass die Botschaft einmal ankommt und einmal bekräftigt wird. But I suspect most of us are familiar with that phraseology. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten von uns damit mit diesem Terminus vertraut sind. If something arrives, it can be empowered. Wenn etwas ankommt, dann kann es auch bekräftigt werden. So, for those of you who want to put the third angel's message here,
Für jene, die die dritte Engelsbotschaft hier platzieren möchten, question you do want to ask yourself dann möchte ich, dass du dir folgende Frage stellst. is when does it become empowered? Wann wird sie denn bekräftigt? Where would you place the empowerment of the third? Wann würdest du denn die Bekräftigung des dritten Engels markieren? At this point? It can't be this point because it's just arrived. Das kann nicht dieser Punkt sein, weil hier kommt es ja gerade erst an. So, all I wanted to do Alles, was ich hier tun möchte, was to show you ist, dass ich euch zeigen möchte, how easy it is to develop a model which is not quite correct. ich möchte euch hier aufzeigen, wie einfach es ist, ein Modell oder einen Gedanken zu entwickeln, der nicht ganz stimmig ist. The problem is, Der Punkt ist nämlich, there are still many teachers in our movement who teach it this way. es gibt noch immer viele Lehrer in unserer Bewegung, die es genau so, wie es da aufgezeichnet ist, lehren. If you're unsure, Und wenn du dir unsicher bist, let me help you. dann lass mich dir helfen. This is the Sunday law Das hier ist das Sonntagsgesetz. in a particular context. Das Sonntagsgesetz aber in einem speziellen Kontext. There are people in our movement who teach that the third angel's message arrives at the Sunday law, Es gibt Menschen, die in unserer Bewegung lehren, dass, dass der dritte Engel am Sonntagsgesetz ankommt. and if people teach that, Und wenn Menschen dies lehren, you need to ask them, what are they saying by that statement, and where did they get that idea from? dann musst du sie mal fragen, woher sie denn diese Idee haben und was sie damit eigentlich aussagen. As I say, So wie ich sage, if you make this the arrival, wenn du das hier die Ankunft machst, where do you mark the empowerment? wo markierst du denn dann die Bekräftigung? And you begin to get into a place where I think you are stuck. Und dann, denke ich, kommst du an einen Punkt, wo du nicht mehr vor, aber auch nicht mehr zurück kannst. Now, of course, we cannot just create information out of thin air. Also wir können natürlich jetzt hier nicht einfach Informationen uns aus der Luft ziehen. Everything that we teach must be based upon something. Alles, was wir lehren, braucht eine gewisse Grundlage. Has to be inspiration. Und diese Grundlage muss die Eingebung der Geistesweissagung sein. So what we need to do Was wir also nun tun müssen, is to consult inspiration to see how these lines were constructed. ist, dass wir nun die Inspiration befragen müssen, wie denn diese Linien konstruiert wurden. When I say these lines, Was meine ich mit diese Linien? I mean the lines as God has given them, not as we have constructed them. Ich meine damit diese Linien, wie Gott sie uns gegeben hat und nicht, wie wir sie uns zusammengefügt haben. And this information is given to us. Und diese Information wurde uns gegeben. In verse 21, In Gelübde 21, even though the language isn't exactly there, obwohl hier diese Sprache nicht ganz so da ist, it begins to assent to this truth, Assent. agree, Also oder kommt sie trotzdem zu dem Punkt oder stimmt dem Punkt überein, that's given to us in spiritual gifts. der uns nämlich in geistliche Gaben gegeben wird. So, I don't know if you all heard Brother Wolfgang. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Kommentar von Wolfgang gehört habt. He said it shouldn't be there. Er sagte, es sollte nicht hier sein. He said that even before I made that the Sunday law. Er honest. hat seinen Kommentar gegeben, bevor ich gesagt habe, dass das hier das Sonntagsgesetz ist. He said 1844. Er sagte, es müsste 1844 sein. So I'm not sure what waymark he thought that might have been when he said that. Und ich weiß nicht, was du jetzt gedacht hast, was diese Wegmarke gewesen wäre. But if we go back to spiritual gifts, Aber gehen wir zurück zu geistliche Gaben. we have two chapter titles. Da haben wir zwei Überschriften für zwei Kapitel. The third angel's message Die dritte Engelsbotschaft and then the third message closed. und dann die dritte Botschaft, die schließt. We read from both of them. Und aus beiden Kapiteln haben wir etwas gelesen. Page 254 Seite 254 im Englischen and page 279. und Seite 279 im Englischen. So here she tells us explicitly Also hier sagt sie uns sehr deutlich, the arrival of the third angel, dass die Ankunft des dritten Engels and then she talks about its close. und dann spricht sie über den Abschluss des dritten Engels.
the arrival and the close of the third angel. Der Anfang und das Ende des dritten Engels. And therefore, its empowerment must be somewhere in between these two. Und schlussfolgernd daraus muss die Bekräftigung irgendwo da zwischendrin liegen. She tells you Und, sie that this is sagt, 22nd of October, und Ellen White sagt uns, dass es der 22. Oktober 1844 ist. 1844. Ja. So she gives you this information. Sie gibt uns diese Information. We already know when this is going to occur because she gives us this. Wir wissen auch, wann dies stattfindet, weil diese Information gibt sie uns auch. So what we need to do Was wir nun verstehen müssen, is to work out where the empowerment of the third angel occurs. oder was wir nun tun müssen, ist, wir müssen nun herausfinden, wann die Bekräftigung der dritten Engelsbotschaft auftritt. If you go to the chapter called The Loud Cry, Gehen wir zu dem Kapitel, das überschrieben ist mit der laute Ruf. page 277. Das ist Seite 277.1 im Englischen. We read, Da lesen wir. I saw angels hurrying to and fro in heaven, Ich habe Engel gesehen, die im Himmel hin und her rannten. doing a work of preparation Und sie tun ein Vorbereitungswerk for an important event that's about to occur. für ein wichtiges Ereignis, das dabei ist aufzutreten. Then I saw another angel come, Dann habe ich einen anderen Engel gesehen, wie er and, kam. and when this angel descended to the earth, Und als dieser Engel zur Erde gesandt wurde, his job oder seine Aufgabe ist, was to unite his voice seine Stimme with the voice of the third angel. mit der Stimme des dritten Engels zu vereinen. So the third angel is already here. Also wir wissen, der dritte Engel ist bereits hier. An angel comes down from heaven to unite with him. Und es kommt ein Engel vom Himmel herab, um sich mit ihm zu vereinigen. And when he does that, Und wenn er das tut, he gives power and force to his message. gibt er Kraft und Macht seiner Botschaft. Let's paraphrase. Das haben wir zusammengefasst. Third angel's message is here, Also hier haben wir die dritte Engelsbotschaft. October 22nd. Das ist der 22. Oktober. It's running through history, Und diese läuft durch die Geschichte hindurch. and at some time in the sequence of things, Und irgendwann hier in der Reihenfolge der Ereignisse an angel comes down from heaven. kommt ein Engel vom Himmel herab. Now, this angel, when it comes down, Und dieser Engel, wenn er herabkommt, it unites his voice er vereinigt seine Stimme with the voice of the third angel. mit der Stimme des dritten Engels. So there are two voices coming together. Also hier vereinigen sich zwei Stimmen. And when he does that, Und wenn das passiert, when this angel wenn dieser Engel joins the third angel here, sich dem dritten Engel anschließt an dieser Stelle, it says, dann heißt es, it will give power and force dass es Macht und Kraft to this angel's message. dieser Engelsbotschaft geben würde. So what waymark is this? Welche Wegmarke stellt das hier dar? 3E. 3. E. Das ist also hier die Bekräftigung des dritten. The empowerment of the third angel occurs when this angel comes down. Die Bekräftigung des dritten Engels tritt auf, wenn dieser Engel vom Himmel herabkommt. Can you all agree with that? Könnt ihr dem übereinstimmen? All I've done is taken straight from the spirit of prophecy. Das hier habe ich direkt vom Geist der Weissagung hergeleitet. We'll find out who this angel is now. Wir werden jetzt herausfinden, wer dieser Engel ist. Great power and glory were given to this angel. Große Macht und Herrlichkeit wurden diesem Engel gegeben. This one here, Und zwar diesem the hier, ones that come from heaven. dem, der vom Himmel herabkommt. And as he descended, Und während er herabkommt, the earth was lightened with his glory. wurde die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. The light which came with this angel went everywhere. Das Licht, das mit diesem Engel kam, durchdrang alles. And he cried,
Und er rief, So he's going to speak. also er wird reden. And he says, Babylon the Great is fallen, Er sagt, Babylon, die Große, ist gefallen, gefallen. and it's become the habitation of Und devils. sie wurde eine Behausung der Teufel. So this angel here Also hier dieser Engel is the angel of Revelation 18, ist der Engel von Offenbarung 18. verses 1 to 3. Und ich addiere Verse 1 bis 3. It tells you that in the passage, she's actually quoting from Revelation 18. Das nehmen wir hier diesem Abschnitt und sie zitiert auch aus Offenbarung 18. So this angel has come down, Dieser Engel kommt herab and this angel is the second angel's message. und dieser Engel ist die zweite Engelsbotschaft. The message of the fall of Babylon was given by the second angel. Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie vom zweiten Engel gegeben wird, That's not this one. das ist, It's not this one. also das ist nicht dieser hier. It's not this angel she's talking about. Sie spricht hier nicht über diesen Engel. So listen carefully. Also hört gut zu. The message of the fall of Babylon is given by the second angel, Die Botschaft vom Fall Babylon, wie sie vom zweiten Engel gegeben wird, not this one, es ist nicht dieser hier, is repeated. wird wiederholt. That's this one. Das ist dieser hier. This is the repeat. Das ist diese Wiederholung. Repeat and enlarged, remember? Erinnert euch, Wiederholung und Erweiterung. Coming back to Isaiah 46. Das bringt uns zurück zu Jesaja 46. Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. If this is the repeated message, Wenn das hier eine wiederholte Botschaft ist, we must know dann müssen wir wissen, there was an original one. dass es eine ursprüngliche Botschaft gab. I'll read, I'll paraphrase. Ich lese oder fasse hier weiter zusammen. The message of the fall of Babylon, Die Botschaft des Fall Babylons, as given by the original second angel, wie sie von dem ursprünglichen zweiten Engel gegeben wurde, is now repeated wird nun wiederholt and enlarged upon, und auch erweitert. with the additional mention Mit der zusätzlichen Erwähnung, of the corruptions that have been entering the churches since 1844. mit den Korruptionen, die Einzug in die Kirchen erhielten seit 1844. This is the repeat. Das hier ist die Wiederholung. There must have been an original. Und deshalb muss es einen Ursprung vorher When did gegeben the haben. original come? Wann kam denn diese ursprüngliche Botschaft? She says Sie sagt 1844. Sie sagt 1844. Gives you the year. Sie gibt euch das Jahr. So here we are. Hier sind wir. So this is the second angel. Hier haben wir den zweiten Engel. Second angel comes. Der zweite Engel kommt an. Then what happens? Und was passiert dann? It's going to come again. It's going to be repeated Er kommt nochmal und wiederholt sich. with additional mention. Mit zusätzlicher Erwähnung. And this time, Und dieses Mal this angel ist dieser Engel, has what? oder hat dieser Engel was? Great power and glory. Er hat große Kraft und Herrlichkeit. This angel is so great. Dieser Engel ist so herrlich, He has glory and power in and of himself. er besitzt in sich selbst die Herrlichkeit und die Macht. And he has enough to spare to give power to the third angel. Und er hat genügend Macht und Kraft, um sie dem dritten Engel zu verleihen. So, if this is the arrival of the second, what's this one? Wenn das hier die Ankunft des zweiten ist, was ist dann das hier? This is the empowerment of the second. Es ist die Bekräftigung des zweiten Engels. Just read a little bit more. Ich möchte noch ein bisschen mehr lesen. The work of this angel comes at the right time Die Arbeit dieses Engels kommt zur rechten Zeit, to join in the last great work of the third angel. um der letzten großen Arbeit der dritten Engelsbotschaft sich anzuschließen. Third angel has been going a long time. Sorry? The third angel has been working for a long time. Der dritte Engel arbeitet schon seit sehr langer Zeit. And now we've come to which point in its history? Und zu welcher Zeit kommen wir nun in seiner Geschichte? Tells us Es sagt uns, to join in the last great work of the third angel. es heißt, um sich in der letzten großen Arbeit der dritten Engelsbotschaft sich zu vereinen. Oder So zusammenzuführen. this is the last
great work. Also hier haben wir das letzte große Werk. This angel comes down when the last great work is going to begin. Dieser Engel kommt herab, wenn das letzte große Werk beginnt. And when that happens, Und wenn das geschieht, the third angel's message ja, begins to swell, dann beginnt die dritte Engelsbotschaft anzuschwellen. begins to raise its voice Sie beginnt seine Stimme zu erheben. until, Bis, or it says it swells to a loud cry. oder es heißt, sie schwillt zu einem lauten Ruf an. So the third angel is going to cry with a loud voice. Es heißt, der dritte Engel ruft mit einer lauten Stimme. And the people of God are thus prepared to stand in the hour of temptation. Und deshalb ist das Volk Gottes vorbereitet, um in der Stunde der Versuchung zu bestehen, Which they're soon to meet. welches sie bald durchleben werden. Where's the hour of temptation? Wann ist die Stunde der Versuchung? Past, present, or future? In der Gegenwart, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Future. Sie ist in der Zukunft. We're here in the present. Wir sind hier in der Gegenwart. Where's the future? Wo ist da die Zukunft? Over here. Sie ist hier drüben. Here is over here. Und hier stellt auch da dar. The hour of temptation. Die Stunde der Versuchung. The time of trouble. Die Zeit der Trübsal. So let's summarize. Lasst uns zusammenfassen. What we've done Was wir getan haben, is taken these principles from Isaiah 46. ist, dass wir hier diese Prinzipien von Jesaja 46 herangezogen haben. We've gone to an agricultural model. Wir sind dann zu einem Modell aus der Landwirtschaft gegangen. We went to Revelation 14 Wir sind auch zur Offenbarung 14 gegangen and we saw und wir haben gesehen, the third angel's message is to two groups, bad and good. dass die dritte Engelsbotschaft sich an zwei Gruppen richtet, an gute und an schlechte. And the harvest of the world will be for the good and the bad. Und auch die Ernte wird für gute als auch für schlechte Leute sein. The chiasm that we've created Diesen Spiegel oder diese Waage, die wir hier konstruiert haben, helps us to make a natural split, a demarcation between the harvest and the third angel. hilft uns, eine natürliche Grenze zu ziehen zwischen der Ernte und der dritten Engelsbotschaft. Verse 9, another angel. In Vers 9 haben wir einen anderen Engel Verse 13, another voice. und in Vers 13 haben wir eine andere Stimme. The third angel's message Die dritte Engelsbotschaft is the time period of the latter rain, ist in der Zeitperiode des Spätregens, which precedes the harvest. welche der Ernte vorangeht. We take that model and bring it here. Und dieses Modell übertragen wir nun auf hier oben. So we've got 7 plagues, Jacob's time of trouble, the harvest. Wir haben hier die Zeit der Angst in Jakob, die 7 Plagen und die Ernte. Daniel 12:1, Revelation 22:11. Und Daniel 12, Vers 1 oder Offenbarung 22, 11. Michael has stood up and it's the close of probation. Michael ist aufgestanden und das markiert das Ende der Gnadenzeit. So we know Deshalb wissen wir, that the third angel finishes its work before harvest begins. wir wissen, dass der dritte Engel seine Arbeit abschließt, bevor die Ernte beginnt. We developed all of that from this structure. Das haben wir alles aus dieser Struktur entnommen. Ellen White confirms it in Spiritual Gifts and Great Controversy. Ellen White bestätigt das in geistliche Gaben und im großen Kampf. The question is, Die Frage stellt sich nun, when does the third angel begin its work? wann beginnt der dritte Engel seine Arbeit? Too many people in this movement place it here at the beginning of the latter rain, and that's not correct. Zu viele Menschen platzieren den Beginn zu Beginn des Spätregens und das ist nicht korrekt. So what we did So haben is auch we wir went das to getan, early writings, weil wir sind zu frühe Schriften gegangen and we went to a few key passages, und dann sind wir zu einigen Schlüsseltexten gegangen and we constructed a timeline. und wir haben hier eine Zeitlinie uns aufgezeichnet. Page 254, the arrival of the third angel. Frühe Schriften, Seite 254, die Ankunft des dritten Engels. 279, the closing of the third angel. Seite 279, der Abschluss des dritten Engels. 277, Und Seite 277, it speaks about its arrival and its empowerment.
Dort spricht es über die Ankunft als auch über die Bekräftigung. Let me rephrase that. Lasst mich das nochmal wiederholen. 277 277 speaks about the descent of Revelation 18 spricht über den Niedergang oder die Niederkunft des Engels aus Offenbarung 18. when this angel comes down, it empowers the third angel, Wenn dieser Engel herabkommt, bekräftigt er den dritten Engel. just as the third angel is going to begin to do its last great work. Und zu diesem Zeitpunkt wird der dritte Engel sein letztes großes Werk vollbringen. And this angel Und dieser Engel is none other than the second angel. ist kein anderer als der zweite Engel. It's a repeat and enlarge. Es ist eine Wiederholung und eine Erweiterung. If it's a repeat and enlarge, Wenn es eine Wiederholung und eine Erweiterung that ist, means it must have come before. dann bedeutet das, dass er schon einmal da gewesen sein muss. She gives us the year. Und sie gibt uns das Jahr She says it's 1844. und sie sagt nämlich, dass es She 1844 doesn't ist. give us the month. Sie gibt uns aber nicht den Monat. So we now have the arrival of the second, Hier haben wir die Ankunft des zweiten. and therefore when this angel comes down, it must be its empowerment. Und wenn dann dieser Engel herabkommt, dann muss es seine Bekräftigung sein. So what we've done now Was wir nun hier getan haben, is we've constructed a model based upon inspiration, dass wir ein Modell konstruiert haben, basierend auf der Eingebung, which we can now use das wir nun nutzen können, to understand our own history. um unsere eigene Geschichte zu verstehen. Because this is not our history. Denn das hier stellt ja nicht unsere Geschichte dar. This takes you all the way back to 1844. Denn dieses Modell bringt uns zurück bis ins Jahr 1844. So what we want to do Was wir aber hier tun is to möchten, try to construct a line ist, dass wir hier eine Linie kreieren möchten, that allows us to bring these truths into our own history. die es uns ermöglicht, diese Wahrheit oder dieses Modell in unsere eigene Zeit zu übertragen. Coming back to this as we close. Wir kommen jetzt zum Abschluss und gehen nochmal auf einen Punkt hier ein. What would this be? Was wäre jetzt das hier? Even though we haven't proven it yet. Auch, obwohl wir es jetzt noch nicht bewiesen haben, It's not the arrival, it's what? es ist nicht die Ankunft, It's the empowerment. es ist die Bekräftigung. And therefore the arrival must go before that. Und deshalb muss die Ankunft dem vorangehen. And we would place it here. Und wir würden das hier markieren. So we will discover Und wir werden nun entdecken, the third angel's message arrives here dass der dritte Engel an diesem Punkt hier ankommt. at the beginning of the former rain, Zu Beginn des Frühregens. continues its work to the beginning of the latter rain, Und er vollbringt seine Arbeit bis zur Ankunft des Spätregens. where it becomes empowered, Dort wird er dann bekräftigt. and then completes its work at the close of probation. Und er vollendet seine Arbeit zur Ende der Gnadenzeit. And all of this impacts our understanding of what these vows are teaching. Und all das ist beinhaltet mit Gelübde 21 und 24. Let's pray. Lass uns zusammen beten. Our Heavenly Father, we give you praise. Himmlischer Vater, wir loben und danken dir. Help us, Lord, to give you praise and honor Wir loben dich und preisen dich for the work that you're doing for your people. für die Arbeit, die du für dein Volk tust. I pray that you would shield us, direct us, and bless us, Ich bitte dich, dass du uns beschützt, uns anleitest und uns segnest and help us, Lord, to glorify your name. und helfe uns, deinen Namen zu verherrlichen. We ask these things in the precious name of Jesus. Wir bitten diese Dinge im Namen Jesu. Amen. Amen.